Ja, die Saison ist beendet. Unsere letzte Fahrt beginnt jetzt. Wir fahren zum Piet. Samstag wollen wir da sein. Und schauen wir mal, wie es so aussieht, ob wir ins Eiselmeer kommen. Der Wind hat etwas aufgefrischt, wie man an der Fahne sieht. Das wundert uns. In Deutschland war super Wetter. Hier ist es nicht ganz so schön. Und ja, wir haben jetzt hier die Zwischenwand eingezogen, damit es nicht so kalt wird, damit die Wärme von der Heizung aus dem Salon hier oben am Fahrstand bleibt, sodass wir gut fahren können. Unsere Hafenleinen, die nehmen wir natürlich auch mit. Marina hat schon die Fahrleinen vorbereitet und ja, jetzt können wir gleich starten. Unseren Stromverbrauch haben wir gemessen und dann kann es jetzt losgehen. Kamera läuft. Auf geht's! Steuerrad braucht man keins, das macht man nur mit Vorwärts, Rückwärts. Über den Wind beachten. Drückt uns gleich Richtung Hafenausfahrt. Hier hast du ganz viel Platz. Ja, drehen wir im Hafen. Vorne bist du rum. Wir durchfahren jetzt die Elburger Brücke und dahinter geht es auch gleich nach Elburg rein. Eine sehr schöne kleine Stadt. In Friesland gibt es ja die Marekritten, das sind ja Wasserrastplätze, die von der Marekrit-Vereinigung sehr schön angelegt sind. Aber auch hier auf der Strecke Richtung Kettelmeer und Elburg gibt es einige schöne Wasserrastplätze. Auch es lohnt sich, hier mal anzuhalten. Und die sind auch gepflegt. Der Fernseher ist schon runtergestellt, falls wir nachher übers Eiselmeer fahren. Und ganz schön warm hier oben im Fahrstand durch die Heizung, die hier nach oben kommt und von der Plane abgehalten wird, nach draußen zu gehen. Super. Braucht man keinen Krog. Noch vor der Rewe-Schleuse kommen die ersten zwei Wasserrastplätze. Das ist einmal die Insel Egt. Das ist tatsächlich auch eine Insel. Da kann man wunderbar liegen. Da gibt es so eine Ausbuchtung hinten. Wenn man da den Platz kriegt, dann hat man einen wunderschönen Platz. Auch mit zwei Booten herrlich. Wir sind tatsächlich nicht alleine auf dem Wasser. Ein paar hundert Meter weiter auf der anderen Seite gibt es auch noch einen kleinen Platz. Da kann man auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite rausfahren. Auch sehr schön mit Wiese. Liegt aber ein Stück an der Straße. Da gibt es ein bisschen Straßenlärm, aber nicht weiter tragisch. Da kann man natürlich auch mit den Fahrrädern gut in die Stadt fahren, nach Elburg zum Beispiel. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Rewe-Schleuse. Da kommen uns ein paar Segler noch entgegen. Das heißt, die Schleuse war gerade in unsere Richtung auf. Das ist ja nahezu wieder perfekt. Wir sind jetzt vor der Rewe-Schleuse, die geht auf. Es sind welche drin, die müssen erst raus. Da ist gerade ein Segler hier, der auch da angelegt hat. Bin mir jetzt nicht sicher. Will der rein oder nicht? Ich glaube, der will auch rein, der dreht. Ja, die Rewe-Schleuse ist leer. Jetzt warten wir mal, ob wir grün bekommen. Jetzt haben wir endlich grün. Und es geht rein. Die Rewe-Schleuse ist total einfach. Die ist groß. Wir sind nur zu zwei Booten. Kaum Hub. Das ist also nur eine Sache von ein paar Minuten. Und aufgrund des Windes auch völlig easy. Hauptsache der vor uns fährt weit genug durch. Ich benutze in den Schleusen immer am liebsten meinen Bootshaken. Jo, jetzt haben wir ein wenig nach unten geschleust. Das Tor geht jetzt schon auf. Green! Ich habe den Segler jetzt wecken müssen und mitteilen müssen, dass es schon grün ist. Jetzt haben wir erstmal weiterhin freie Fahrt und hoffen, dass es nicht ganz so kappelig auf dem Eiselmeer ist. Tschüss, bis nächstes Jahr. Da kommen wir wieder. Danke. Da wartet schon der nächste Segler, der in die andere Richtung schleusen möchte. Auf geht's! Nach der Rewe-Schleuse kommt direkt wieder ein Wasserrastplatz, auch mit Bänken
und auch sauber gehalten. Der Rasen wird immer gemäht und man kann auch ein Stückchen weiter reinfahren. Das ist wie so ein kleines Hafenbecken dahinter. Und hier vorne hat man sogar einen kleinen Strand. Und das ist der 4. Rastplatz auf dieser Route. Auch nicht weit von der Schleuse entfernt. Wer angeln möchte, kann auch dann hier vorne direkt anlegen und kann seine Routen in die Fahrrinne rauslegen. Es gibt Leckerli. Leckerli, du bist doch kein Hund. Kleine Zwischenmahlzeit. Ja, wir haben die alte Roggewold-Schleuse mit der neuen Brücke passiert. Da ist immer wieder spannend zu sehen, wie sich hier alles verändert. Das ist jetzt mit der Schleuse hier komplett abgebaut. Das ist jetzt wirklich im Endzustand. Das Kettelmeer haben wir erreicht. Und aus der Eisel kommt nichts. Vor uns ist auch nichts. Und das Wasser ist sehr ruhig, wenig Wellen. Ich denke, es wird überhaupt kein Problem sein, gleich über das Eismeer zu fahren. Das ist entspannt. Vor allen Dingen kommt der Wind aus einer für uns günstigen Richtung. Kann ich sehen, was die da machen. Marina schaut gerade mal, ob am Land's End gearbeitet wird. Da gibt es ja ein Restaurant am Kettelhafen, das schon seit Jahren zu ist. Und wir hoffen, dass es mal irgendwann wieder aufgemacht wird. Sieht aber noch nicht so aus. Wir sind jetzt am Bereich angekommen auf dem Kettelmeer, wo wir schnell fahren dürfen. Da sieht man hier auf der Wasserkarte als lilaner, violetter Bereich. Und da können wir bis zur Brücke ein Stück schnell fahren. Und jetzt schauen wir mal, ob alles läuft. Bei 40 läuft das am besten. Und jetzt kommt auch noch die Sonne zusätzlich mit raus. Macht immer wieder Spaß, schnell fahren zu können. Die Fahrt über das Eiselmeer ist angenehm. Wir fahren nicht ganz so schnell. Dadurch, dass wir Südostwind haben, haben wir nicht so eine blöde Seitenwelle und das Fahren ist sehr angenehm. Wir stehen jetzt hier vor der Schleuse in Lemmer. Vor uns ist ein Berufsschiff. Wir wissen nicht, ob der dreht oder was auch immer da hier jetzt vorhat. Das nenne ich mal ein Bugstrahlruder. Mein Lieber. Vorne kann man die Schleuse sehen. Das ist ja wieder perfekt. Wir kommen an und die große Schleuse ist gleich auf grün gegangen. Und wir können gleich durchfahren. Es ist windstill. Ich habe mal die Fender ausgelegt. Auch die kleinen Popfender sind dabei. Wollen wir doch mal sehen. So, jetzt warte ich nur noch auf die Anweisung. Und guck mal, wie schön der Fender da unten schwimmt. Wo ist er denn, der kleine Popfender? Da unten ist er. Und wenn unser Boot rangehen würde, würde der unser Boot abhalten. Hier in der Schleuse können wir mal unsere Popfender richtig ausprobieren. Die haben ja so eine Holzkante. Der normale Fender, der schwimmt ja so ein bisschen auf dem Wasser. Und die Popfender versinken ja im Wasser. Das heißt, die sind jetzt richtig längst an Bord und auch unter Wasser halten die uns vom Holz weg. Das Holz ist zwar jetzt nicht so kritisch, aber dennoch ist das eine perfekte Lösung für solche Situationen. So, Prinz Margret Schleuse ist auch erledigt für heute. Wir sind angekommen und konnten direkt reinfahren.
So muss das sein. Also wir stehen schon das nächste Berufsschiff, was reinfahren wird. Wir fahren gleich um die Ecke und da haben wir unser Tagesziel dann erreicht. Hier kommt schon der nächste Berufsschiff, der jetzt reingeht. Die Einfahrt nach Lemmer ist immer wieder schön. Wir werden den Hafen Lemmer Binnen ansteuern. Und wir stehen wieder in Lemmer Binnen. Telefonisch angemeldet, Platz zugewiesen bekommen. Morgen früh müssen wir bezahlen. Und wir gehen jetzt nach Lemmer rein und suchen was zu essen. Ich möchte Muscheln essen. Und die Sonne geht schon unter. Ja, von hier aus ist es doch schon noch ein ganz schönes Stück nach Lemmer rein. Macht nichts. Ein bisschen Laufen ist auch Aber gesund. genau, den ganzen Tag gesessen, schadet Laufen nicht. Und Ich laufe immer links rum, auf die Reling. ja, du musst mehr laufen, ich sitze immer nur doof rum. So, jetzt schauen wir mal. Auf dem Weg in die Stadt kommen wir auch am Beach vorbei. Ist natürlich schon abends jetzt und es gibt einen herrlichen Sonnenuntergang. Marina ist natürlich auch gleich begeistert am Filmen. Echt ein Traum. So einen schönen Sonnenuntergang hat man im Sommer manchmal nicht. Traumhaft schön. Der Außenyachthafen von Lemmer ist leer. Hier kommen anscheinend jede Menge Hausboote rein mit Bootsanlieger davor. Also zum Anlegen auch nicht mehr benutzbar. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ende Oktober gibt es natürlich in Lemmer noch reichlich freie Plätze. Aber wir wollten nicht in die Stadt, weil wir morgen dann nicht durch so viele Brücken müssen. Wir entscheiden uns heute Abend für die Brasserie Nummer 14. Gucken wir mal, da ist einiges los und sieht also nicht schlecht aus. Und hier gibt es einmal Carpaccio-Salat, dann haben wir Pommes, Rosenkohl. Und ich habe einen Schnitzel Und überbacken, das sieht richtig gut aus. Okay. Dann wollen wir mal genießen. Am nächsten Morgen wird hier schon fleißig gekrant. Da ist einiges los. Wir gehen jetzt zum Hafenmeister. Boah, ist schon Wahnsinn, wie viele Wohnmobile hier stehen. Also mehr Wohnmobile als Boote, die jetzt hier ankommen. Hier sind wir am Meldesteiger. Da vermeiden wir immer liegen zu bleiben und fahren immer direkt rüber zur grünen Kante. So einen Oktober haben wir noch nicht erlebt. Es ist immer noch wirklich tolles Wetter. Wenn die Sonne scheint, ist es richtig warm. Gestern Abend haben wir in Lemmer gut gegessen. Und jetzt um 12 geht es weiter. Wir fahren jetzt Richtung Teherne. Das sind 1,5 Stunden Fahrt. Dort treffen wir uns noch mit Skipper und Co. Und ja, dann gibt es noch mal ein schönes abendliches Abschlussessen. Und ja, dann ist die Saison schon fast zu Ende. Ja, wir liegen hier in Lemmer Binnen und mit dem Hafenmeister gab es wieder mal kein Problem. Es wird zwar immer über den Hafenmeister geschimpft, aber wir hatten nur einmal bisher das Pech gehabt. Auch heute Morgen wieder total freundlich, total nett. Gibt eigentlich nichts zu beschweren. Auf geht's. 12:05 Uhr. Das heißt, spätestens um 1:30 sind wir an unserem letzten Ziel in Teherne. Wir verlassen jetzt Lemmer und haben es nicht weit bis Teherne. In Lemmer drinnen war genug Platz. Wir hätten also auch gestern Abend noch locker reinfahren können. Aber ein Fußmarsch tut auch ganz gut und da haben wir uns gestern Abend die Brücken und auch heute Morgen die Brücken einfach gespart. Das war dann doch etwas entspannter. Taco-Ziel mit Restaurant, Tankstelle und Anleger hätten wir auch liegen können. Aber wir wollten mal woanders in Lemmer und von hier aus ist der Fußmarsch doch recht weit. Im Hintergrund ist die Schleuse und hier auf der Grote Breken ist die Fahrrinne nicht so breit. Aber hier hat man die Möglichkeit, zwischen der Fahrrinne und dem offenen Wasser gibt es die Flachwassertonnen. Da drüben ist die rote Flachwassertonne, rote Tonne.
grüne Tonne und grüne Flachwassertonne. Genau hier zwischen kann man mit den Sportbooten durchfahren. Hier ist es nicht so tief wie in der Fahrrinne. Für Sportboote reicht. Man sieht hier 3 Meter. Und wir gehen jetzt mal zurück in die Fahrrinne. Man sieht, es wird direkt tiefer. Da haben wir in der Fahrrinne 5 Meter. Also auf dem Wasser merkt man schon, dass es während der Woche natürlich nicht viel los ist. Aber Herbstferien ist nochmal die richtige Charterzeit. Was unterwegs ist, sind natürlich jetzt viele Charterboote auch. Ansonsten ist es quasi leer. Da kommen Erinnerungen hoch. Dort drüben, wo die liegen, haben wir auch mal vor 20 Jahren mit unseren B-Linern gelegen, mit neuen Motoren. Und sind dann aufs Sloter Meer rübergefahren, um auf der Schnellfahrstrecke die Motoren mal auszuprobieren. Die Grote Breken sind zu Ende. Da geht es zum Sloter Meer. Da geht es den Prinz-Marek-Kanal weiter lang. Da fahren wir jetzt weiter. Und wenn man hier in den Kanal fährt, dann geht es zum Teukemeer, nach Echternabruck. Die nächste Brücke am Turm kommt uns ein Berufsschiff entgegen. Aber hier gibt es eine extra Spur für Sport. Also rechts kann man vorbeifahren. Dann kommt man sich auf jeden Fall nicht in die Quere. So, die Lilly ist schon mal durch. Wir fahren hier dicht am Land vorbei. Es gibt eine spezielle Durchfahrt für Sportboote. Und da oben steht extra Sport drauf. Und schon kommt das nächste Berufsschiff. 2 gelbe Rauten bedeutet ja auch, wir haben hier keinen Gegenverkehr durch den Sportbootbereich. Und dasselbe gibt es dann auf der anderen Seite auch durch den beweglichen Teil. Auch im nächsten See gibt es das wieder mit den Flachwassertonnen. Bei der schmalen Fahrrinne, wenn sich 2 Berufsschiffe begegnen, dann ist man gut beraten, dorthin auszuweichen. Ein See voller Vögel. Schlauchboot als Angelboot sieht man auch selten. Wir fahren jetzt gerade nur aus dem rechten Tank, damit sich die Tanks etwas angleichen. Der Überlauf vom linken Motor läuft ja auch in den linken Tank, auch wenn aus dem rechten Tank der Diesel kommt. Ich habe im Sommer die Verkabelung der Anzeigen neu gemacht und jetzt haben wir tatsächlich fast 14 Volt auf beiden Anzeigen. Das hat sich also gelohnt. Die alten Kabel ausgetauscht gegen dickere und auch die entsprechenden Stecker neu gemacht. Das ist jetzt überall, wo es geht, 2,5 Quadrat dran. Für Segler ohne Mast geht es noch. An der Brücke ist für Segler aktuell kein Durchkommen. 7,10 Meter ist Maximum, wo man noch durchkommt. Wir fahren durch das breite Stück. Da ist ein gelbes Licht oben. Das bedeutet, da kommt auch Gegenverkehr durch. Da muss ja die Berufsschifffahrt durch. Links ist doppelrot am beweglichen Teil. Darüber ist kein gelbes Licht. Da dürfen wir also auch nicht durchfahren. Rechts die Österreich-Flagge. Ist auch kein Durchkommen. Also bei uns bleibt nur das große Teil. Zum Glück kommt ja keine Berufsschifffahrt. Ja, und die oben am beweglichen Teil haben doppelrot, aber 2 gelbe Lichter. Das heißt, die dürfen durchfahren, ohne mit Gegenverkehr rechnen zu müssen. Wir haben ja auf der anderen Seite kein gelbes Licht gehabt. Hier sind wir an Start Island. Ist auch nichts mehr los. Und dahinter kommt dann das Neckar-Meer, wo wir abbiegen müssen. Man sieht, es gibt hier jede Menge Rastplätze. Hier muss im Sommer richtig was los sein. Wir kommen jetzt zum Neckar-Meer und dann müssen wir rüber und müssen eine kleine Durchfahrt finden. Dank GPS können wir gleich hier rüberfahren und direkt auf die Engstelle zu. Unser Ziel ist dann hier oben, ein Restaurant mit Steg. Und das ist schon gut, dass wir GPS auf der Karte haben, sodass wir gar nicht lange suchen müssen, sondern gleich drauf zufahren können. Wenn man nur Papierkarte hat, dann muss man natürlich gucken, wo am Horizont die Durchfahrt ist. Ja, hinter der Tonne biegen wir jetzt ab. Ganz weit am Horizont ist die offene Schleuse nach Terne. Dafür müssen wir dieses Wochenende nicht durch. Da hinten ist dann auch irgendwo die Durchfahrt. Ah, ich sehe sie schon. Heute klares Wetter, da kann man das gut erkennen. Es ist hier flach, aber wir sind vor 2 Jahren hier schon mal lang gefahren und es ist tief genug. Wir haben ja nachgemessen, wir haben einen Tiefgang von 1,40 Meter.
Man sieht, ich habe an der Gaseinstellung nichts verändert. Aber wo es jetzt nur 2 Meter tief ist, da sind wir jetzt von 13,3 auf 12,4 abgefallen. Hier begegnet uns die Artemis. Ja, jetzt geht es in die Einfahrt rein. Mal durch die Landenge durch und jetzt müssen wir mal schauen, wo das ist. Da ist die Brücke, da darf es nicht sein, es muss also mehr in die Richtung sein. Also hinter der Insel noch rum, da kommt noch eine Insel. Das sind wahrscheinlich die 2 Inseln hier auf der Karte. Ja. Dann muss das dahinter sein, wo das Windrad ist. Und wir müssen jetzt irgendwo noch hier links rum und am Ufer irgendwo muss er sein. Ich hoffe, da liegt nicht schon einer. Es ist immer wieder spannend, Neuland zu erkunden, da wo man noch nie war, wo man nicht weiß, wie es aussieht. Wenn wir den Tipp nicht gekriegt hätten, würden wir da nie hinfahren. Ja, wir treffen uns ja da mit Oliver von Skipper und Co. mit seiner Mannschaft. Der Steg ist sehr flach, da müssen wir nochmal die Fender korrigieren. Aber so wie ich sehe, kein Strom. Großer, breiter Steg, niemand stört uns. Da ist unser Ziel. Hier ist es natürlich sehr flach. Du gehst nach vorne? Ich fahre nach vorne, ja. Müssen nur gucken, dass die Leiter nicht an so einem Poller anstößt. Ist alles gut. Jetzt werden wir mal hier ganz in Ruhe anlegen. Wir sind angekommen an unserem Ziel. Alles voller Entenkacke. Aber schöner breiter Steg. Da ist das Restaurant, wo wir heute Abend hingehen. Wir haben hier keinen Strom, also müssen wir sparsam sein. Hier liegen wir. Und hier kommt nachher noch eine Linsen 45 hin. Bis zum Zentrum von Teherne mit seinen Restaurants ist es gut 1 Kilometer. Kann man also locker mal zu Fuß erreichen. Zum Einkaufen fährt man nicht nach Teherne. Das Ganze lebt auch mehr von den Häfen hier ringsrum. Immer wieder spannend in den Niederlanden. Hier gibt es einen Radweg an der Straße vorbei und eine Straße. Aber Fußgänger sind hier nicht vorgesehen. Da gibt es nichts für. Diese Brücke führt in ein Wohn-Feen-Parkgebiet. Da kommt man dann auch hin. Wir fahren morgen durch die Brücke ganz hinten. Und dort liegen wir. Wir warten noch auf Oliver mit seiner Crew. So langsam lässt der Wind nach. Wir liegen hier wunderschön in der Abendsonne vorm Restaurant. Flache Linsen, die da aus dem Sonnenschein kommt. 45. Was für ein Wetter! So, jetzt will ich aber den perfekten Pollerwurf sehen. Die sind schuldig, die hat Rückenschmerz. Das war jetzt die perfekte Mittelleinentechnik. Genau so geht's. Und schon sind alle da. Jetzt sind wir vollzählig. Unsere Brom und die Linsen. Dann geht's heute Abend hier zum Essen. Ja, wir schauen uns jetzt mal kurz die Linsen an. Eine 45er. Großer Salon. Der Sedan hat natürlich den Vorteil, dass alles auf einer Ebene ist. Und ja, das ist natürlich top, der Fahrstand. Sowas hätte ich auch gerne. Statt den ganzen Instrumenten 2 Bildschirme. Das habe ich zwar auch auf dem Bildschirm drauf, könnte ich theoretisch machen, aber dann habe ich ja keine Karte. Also das ist top. Auf jeden Fall. Das gefällt mir richtig gut. Was mir gut gefällt, ich mache das jetzt zwar zu, Ja, damit ich es nachher einfach nicht vergesse, ja. ist hier dieses Schiebedach. Naja. Das ist schön auch. Ah ja, hier geht es zu. Rückengitter. Aber hier ist ja auch gut, man kommt direkt hier auch am Fahrstand raus. Das ist ja auch top. Ja, tatsächlich kann man auch die Bank noch etwas versetzen, Ja. nach rechts automatisch. Ja, Und dann hat man dann richtig breiten Ausgang nach links. ja. Das ist Ja. Ölschrank. Ceranfeld, da müssen ja ordentlich Batterien an Bord sein, ne? Wenn du damit kochen willst. Generator ist an Bord. Ja, Generator, okay, das geht natürlich auch. Ja, Das steht auch Schön. Induktion drauf. Jürgen. ja. Genau, ist Induktion, genau. Ja, es ist heute Induktion, weil das einfach weniger Energie frisst. Man muss ja sparen. Schick, die Eignerkabine. Genau. Dann hast du hier, kannst du gucken, ein Bad. Ein Bad. Auch modern, schön. Ja.
Genau. Aber nicht mit Dusche, ne? Doch, die ist hier extra nochmal auf der anderen Die ist Seite. auf der Seite, ne? Genau. Und das Licht ist per Bewegungsmelder tatsächlich. Wenn du die Tür aufmachst. Okay. Also das nicht, sondern nur hier in der. Also, Ist okay. blöd, dass das Holz hier, ne? Wann nass wird. Die Heizung, die läuft. Also es gibt Als wenn noch eine Der Fußbodenheizung. Thermometer. Und die hörst du aber gar nicht. Ja, Das ist klasse. ja, das ist Klima. wirklich genial. Klimaanlage und Heizung ohne Krach Das ist geil, oder? und ein schöner Keller. Ja, das ist der Vorteil. Bei uns ist ja wäre da hinten ja jetzt das Schlafzimmer, wo ihr den Keller habt. Ja, genau. Klasse. Ja, Und was ich natürlich toll finde, ist das Dach, dass man Ja. das wirklich so aufmachen kann. Ne? Dach Ja. und der Keller ist. Und du hast hier tatsächlich, es läuft alles per Raumtemperatur. Das heißt, wenn du die Tür hier aufmachst, zählt das Boot das quasi zum Gesamtraum. Und du kannst hier 24 Grad haben, obwohl es draußen kalt ist. ja. Also was mich total überrascht ist ja, dass man die Heizung überhaupt nicht hört. Mit der Sonne werden wir echt verwöhnt. Ein wunderbarer Sonnenuntergang. Da liegen die zwei Boote. Das ist der absolute Wahnsinn heute. Bei mir gibt es heute einen Starter Tartar. Wir sitzen heute in einer größeren Runde zum letzten Tag. Ja. Oliver mit Skipper und Co., mit Crew und Pia. Und ich habe die Champignonsuppe. Bei mir gibt es heute Muscheln. Tiger Rolls, okay, mit Nudeln. Ne, ich habe den Burger. Mal wieder Burger. Da gibt es noch Burger. Und Entrecot. Und da wartet jemand noch. Und zum Abschluss gibt es noch Tiramisu. Und dort die Dessertplatte für 4 Personen. Wir konnten uns nicht entscheiden. Von allem etwas. Da ist auch Tiramisu drauf, ne? Oder? Ja. War ein schöner Abend hier im Restaurant. Das Essen war gut, manches nicht ganz so gut. Durchwachsen. Ja. Ja, unser Winterabschluss von unserer Tour ist nochmal richtig schön. Gemütlich. Gemütlich. An Bord hier Prost. in der Linsen. Wir schaffen es tatsächlich doch einmal im Jahr zum Abschluss jetzt zusammenzukommen. Machen wir jetzt jedes Jahr einfach. Vielleicht ist es Tradition. Das ist Tradition, genau. Saisonabschlusstreffen. Ja, War doch ein schöner Abend bisher, oder? ja, sehr schöner Abend. Gut Ja. gegessen, jetzt gut getrunken Genau. und dann geht unser Boot morgen ins Winterlager. Ja, so muss das sein. Ja, Ihr habt es ja nicht weit. wir haben es nicht weit. 10 Kilometer. Der Flug geht über unsere Boote, das Lokal und dann die Landstraße nach der Herne. Das sind rund 1 Kilometer. Der Blick über die Siedlung, im Hintergrund der Hafen mit der Tankstelle. Dann drehen wir über Teherne. An den roten Gebäuden ist auch ein Hafen, da haben wir schon mal gelegen. Da hinten in der Sonne, dort müssen wir hin. Wir schwenken nochmal über das tolle Wohngebiet bis zum Hafen. Die 4 machen sich auf den Weg, jetzt nach Snake zu Sansi Yachtcharter. Das war ein wundervoller Saisonabschluss. Gestern noch Olli, Pia und Freunde getroffen. Die waren mit der Linsen 45 unterwegs. Ein sehr schickes Boot. Haben wir uns ja auch kurz angeguckt. Waren hier sehr schön essen. Das Essen war gut. Mit leichten Abstrichen. Aber die haben sich sehr kulant gezeigt und das Personal war sehr freundlich. Also eine klare Empfehlung. Wir haben hier wunderbar gelegen, direkt vom Restaurant. Der Rastplatz ist kostenlos. Das Geld dafür haben wir dann ins Essen investiert. Das war alles super. Anschließend waren wir noch bei den Freunden auf dem Boot hinten. Da konnten wir wunderbar sitzen. War ein toller Abend. So geht die Saison super zu Ende. Jetzt haben wir noch 11 Kilometer bis zum Piet. Eine Brücke hier vorne, dann noch die Eisenbahnbrücke. Und dann räumen wir das Boot aus und fahren nach Hause. Romantik pur. Im Sonnenschein verlassen wir jetzt unseren Liegeplatz. Drüben liegen auch noch 2, die sich gestern Abend noch hier hingelegt haben. Auf geht's zur Brücke. Hier in dem Bereich ist überall 2 Meter tief. Auch wenn es da hinten mal bis 1,60 runter geht.
Aber in der Regel kommt man da mit dem Tiefgang aus. Wir haben ja nur 1,40. Gegen die Sonne ist kaum was zu sehen. Aber wir haben Rot-Grün bekommen. Mussten also nichts funken, nicht telefonieren. Da sitzt anscheinend einer drin und hat uns schon gesehen. Kaum, dass wir abgelegt haben, wird für uns auch schon gleich diese Brücke hier geöffnet. Die Brücke ist schon ganz schön schmal. Er hat noch unten so abgemauert, was die Fahrräder natürlich noch mal verkleinert. Hier muss man schon sehr präzise fahren. Und schon sind wir durch die Brücke durch. Ist da tatsächlich noch ein Brückenwärter drin. Und schon geht die Brücke wieder zu. Jetzt haben wir nur noch die Eisenbahnbrücke vor uns. Die öffnet eigentlich auch immer sehr schön und schnell. Es ist herrlich ruhig auf dem Wasser. Die Sonne scheint so leicht nebelig. Toll, tolle Stimmung. Also kleinen Stellen ist immer spannend, ob man durchkommt. Aber hier wird es wieder tiefer. Wir sind jetzt wieder in der Hauptfahrrinne. Überall sind ja Wasserrastplätze, guck mal. Überall kann man hier halten. Ja. Da werden eine Menge von geschossen von den Wildgänsen und landen dann in Kochbad. Das kann man bei Lecker an Bord sehen. Tolles Licht. Gegen die wärmende Sonne fahren wir jetzt auf die Eisenbahnbrücke zu. Das ist jetzt nicht mehr weit. Da hinten ist die Eisenbahnbrücke. Übernimmst du? Die Eisenbahnbrücke haben wir jetzt erreicht. Die tiefstehende Sonne, da sehe ich gar nichts. Gucken, ob wir es jetzt hinkriegen, dass Marina drückt. Wir lassen das Video mal durchlaufen, um zu zeigen, wie schnell die Brücke aufgeht. Das dauert nur Sekunden. Kaum gedrückt und schon öffnet die Brücke. Das ist immer super. Unsere letzte Brücke für dieses Jahr, die Eisenbahnbrücke vor Herrenwehen. Und grün. Einmal durch. Das war ja schneller als die Polizei erlaubt. Und wir sind wieder durch. Supi, und schon geht die wieder runter. Ein traumhaftes letztes Stück. So wünscht man sich das. Tolles Wetter, tolles Wasser, die Sonne lacht. Was will man mehr? Letzte Mahlzeit. Hier ist auch nochmal ein etwas größerer Hafen. Wir sind doch eigentlich auf dem Boden und machen Winter klar. Die Sonne brennt, die Frisur sitzt. Wir sind jetzt da. Ich sehe schon den Kran vom Piet. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir denn überhaupt liegen können. Und weiter geradeaus geht es nach Herrenwehen rein. Unser Ziel haben wir erreicht. Wir sind jetzt hier beim Piet. Wir wissen noch nicht, wo wir anlegen sollen. So, jetzt schauen wir mal. Laut Piet sollen das 15 Meter sein. Und das müsste passen, wenn es denn 15 Meter sind. Bei 14 Meter wird es schon eng. Vorne passt. Wie viel Platz habe ich hinten noch mit dem Schlauchboot? Hinten würde so passen. Muss so bleiben. Aber bei vorne weiß ich nicht. Wir kommen an die David dran. Ich glaube nicht. Nein. Das passt nicht. Muss wieder raus. Wir haben jetzt erstmal provisorisch festgemacht. Jetzt müssen wir erstmal mit Piet sprechen. Ja. Peter steht schon in der Halle. Das ist schon mal gut. Warm und trocken.
Die 15 Meter Lücke sind nur 13,50, passen wir nicht rein. Aber wir sind jetzt hier an dem Bayliner fest. Und wenn Roberto gekrant wird, dann können wir gleich vorziehen. Wir haben nur aus dem rechten Tank gefahren, um den etwas leerer zu kriegen, weil wir den untersuchen wollen, weil da möglicherweise ein bisschen Dreck drin ist. Aber man sieht hier deutlich, wie viel Diesel durch den Überlauf in den anderen Tank fließt. Nur ein Bruchteil des Diesels, den die Dieselpumpe pumpt, landet tatsächlich im Motor. Der Rest wird wieder in den Tank zurückgepumpt. So kann man natürlich auch die beiden Tanks wieder angleichen oder entsprechend leer machen. Wir tanken nie vom Winterlager voll, weil das Problem mit dem Kondenswasser, das sich bilden kann, ist im Einbautank oder in der Halle vernachlässigbar. Viel wichtiger ist, dass wir im nächsten Frühjahr frischen Diesel drin haben und so können wir auch einfacher die Tanks kontrollieren. Es macht also für uns überhaupt keinen Sinn, voll zu tanken. Wasser im Tank kommt eher durch verunreichte Tankstellen oder so in den Tank, aber nicht durch das Winterlager. Jetzt liegen wir hier beim Piet. Besser hätte der Turn nicht verlaufen können. Top Wetter gehabt, super übers Eiselmeer gekommen und bei Sonnenschein sind wir dann heute zum Piet. Haben jetzt alles ausgeräumt, warten jetzt noch auf die Übergabe und dann geht's nach Hause. Dann ist für uns die Saison beendet. Bei dem schönen Wetter ärgert man sich doch, dass die Saison jetzt schon zu Ende ist. Wird es jetzt regnen, stürmen und schneien, dann wird es uns einfacher fallen. Ja, das kann den ganzen Winter so schön bleiben, dann können die Boote im Wasser bleiben. Ja, vielleicht überlegen wir uns das mal fürs nächste Jahr oder so. Schauen wir mal, wie das sich entwickelt. Dann sagen wir mal Tschüss, bis zur nächsten Saison.